85 Fuß, das ist ja mal ganz schön lang. Es ist von Princess eines der größten Schiffe, die hier in Düsseldorf ausgestellt werden. Und dieses große Schiff, das werden wir jetzt mal für euch besichtigen, werden die ganzen Materialien uns anschauen. Und die Sandra, die steht da übrigens da unten. Also wenn du mal gerade winkst, bitte, wink mal bitte. Wink mal. Da vorne ist die Sandra. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Sie winkt da unten drunter. Ich komme jetzt mal ganz kurz zur Sandra hin. Princess, wirklich ein ganz toller Serienhersteller aus Plymouth in den UK. Und Sandra, du fühlst dich da ziemlich wohl da unter dem Boot drunter, unter der Anti-Fouling-Schicht. Und wenn du mal guckst, wie groß das Ganze hier ist, wir können mal unter das Boot schauen, das ist schon sehr beeindruckend, oder? Ja, einfach wow. Ich habe eben moderiert und habe gesagt, ey, Kinder, es ist ein ganz großes Boot. Es stimmt gar nicht. Es ist 85 Fuß lang, genau 26,2 Meter. Es heißt, weißt du, was ich eben gesagt habe, ist die Princess Y85 mit einem Beam, also einer Breite von 6,26 Meter. Ja, und gedacht ist es für 8 plus 3, mal wieder für 11 Leute. Und die Geschwindigkeit hier 31 Knoten. Das heißt, du kannst also, wenn du eine kleine rollende Tankstelle fährst, dann sehr schnell fahren. Ungefähr ich will gerade mal einen Knoten gucken, 31, ungefähr 60 km/h. Das ist so. Und da ist es wieder mal, hier kann man es schön sehen, normalerweise unter Wasser. Bugstrahlruder. Das Bugstrahlruder, genau. Yay, ich hab's gelernt. Hey, du bist schon voll der Crack, wie wir es haben. Wir ziehen mal ein bisschen auf. Hier vorne ganz, ganz viele Schiffe, die wir uns noch anschauen werden. Princess, einer der ganz großen Hersteller hier auf der Ausstellung, haben sogar eine eigene Toilette hier. Also normalerweise sind ja auf allen Ecken dann jeweils Toiletten. Die sind dann eingekreist mit VIP-Eingang und allem drum und dran. Du weißt, wie die Boote hier reinkommen? Über den Rhein. Über den Rhein. Sie werden über den Rhein gefahren und dann anschließend mit einem riesen Lift quasi aus dem Wasser gezogen und landen denn hier. Ich stelle euch, warte mal, den Weitwinkel noch mal ein bisschen ein, dass ihr das Ganze noch mal ein bisschen weiter seht. Wartet. So, jetzt habe ich ihn maximal auf 10 mm aufgezogen. Das brauchst du hier, weil bei der Länge bist du natürlich schon schnell am Ende hier. Aber so wirkt es auch fast klein. Also wenn man den Weitwinkel nicht ganz so aufzieht, dann wirkt es ein bisschen größer. Aber es ist enorm, ja. Also ein Riesenschiff. Ja, ist das jetzt das Größte von Princess hier auf der Messe? Auf der Messe ist das und das, was wir eben gefilmt haben, das sind beides die größten. Siehst ja jeweils die Länge hier, in dem Fall 85. Ich glaube, das hinten, wo wir eben drauf waren, das war, glaube ich, das 90er, also 90 Fuß lang, also ca. 30 Meter. In der ganzen Halle, sie heißt zwar die Superjachthalle, aber es sind noch keine Superjachten, denn Superjachten, hat man mir mal gesagt, also das geht dann so los, 50 Meter, 60 Meter und so weiter. Aber hier, du ganz ehrlich, wenn jetzt einer kommt und sagt, du kriegst das Boot von mir, du kriegst für die nächsten 10 Jahre die Crew und noch ein bisschen Sprit dabei. Und würdest du nicht Nein sagen, ne? Würde ich dann auch nicht Nein sagen, ja. Also hier siehst du die F65, 20,30 Meter und da ist auch schon sehr interessant, wie viel Platz man hier hat. Auch hier siehst du, da brauchst du nicht ganz so viel Crew. Da ist vorgesehen jetzt ein Crewmitglied manchmal ist ja auch weniger mehr, oder? Ist ja auch eine Preisfrage. Ich meine, wenn du halt nur 1 Million hast oder 2, dann kann man sich halt kein Boot kaufen für 4 Millionen. Und hier ist zum Beispiel keine Crew dabei. Das könntest du selbst fahren. Ja, da wird wahrscheinlich auch keiner draufpassen. Also wenn du da fährst und dann, du hast 3 Leute drauf, dann kannst du noch eine Person machen. Ist gedacht für 4 Personen, 14,35 Meter. Aber auch das ist geräumig, die werden wir euch auch mal zeigen. Die Princess Y40 und auf diesem Schiff hier, ganz da hinten, was ihr da seht, was sich da so auftut, die X90, da waren wir gerade eben. Und das war schon sehr geräumig, weil nämlich, ich sag mal, dieser praktisch mittlere Stock, der in der Mitte ist, da war gar kein Steuerstand drauf und das hat sich dann angefühlt wie ein riesen Apartment. Genau, und es war sogar ein Bett und eine Toilette auf dem mittleren Stockwerk. Ich weiß gar nicht, wie ist nochmal der Fachbegriff dafür? Das Flydeck? Nee, Flydeck, Lower Deck und das in der Mitte. Wir gucken gleich mal. Also das ist auch so, Sie haben so eine kleine Explosionszeichnung hier mit dabei gemacht. Es funktioniert so, hat man keinen Termin, steht man hier in der Schlange, man meldet sich an und dann kann man sagen, ich möchte gerne das und das Schiff und dann kommt ein Concierge mit, führt also auf das Schiff. Was viele nicht wissen, es kann jeder auf das Schiff, wer lieb fragt.
Aber wir haben den Vorteil, wir dürfen immer auf jedes Schiff. Wir haben ja vorher gefragt und haben das hier mit der Presseabteilung abgeklärt. Und die haben gesagt, ja, German Television, ihr habt ja schon ein paar Abonnenten, wir lassen das zu. Und ja, dann kommt man hier auf den Stand. Da vorne gibt es auch was zu trinken, was Schönes. Also das ist schon alles sehr standesgemäß hier, oder? Genau, sehr nobel. Hier sieht man, also jedes Schiff, was man hat, auch das S-72 werden wir noch zeigen hier, das hat jeweils eine Explosionszeichnung mit dabei. Das bedeutet konkret, dass man sehen kann von außen, und da stehen ja auch jeweils die Bezeichnungen hier mit dabei, dass du den Aufbau des Schiffes auch direkt vorne drauf sehen kannst. Das hilft uns natürlich auch später in der Postproduktion sehr gut, um zu erkennen, was für ein Schiff es ist. Und wenn man jetzt so hier so davor steht, dann muss man sagen, so groß wirkt es jetzt gar nicht mehr, oder? Nee, es sieht sogar eher klein aus, ne? So, das ist übrigens eins von diesen Spielzeugen. Also das ist Main Deck, nennt sich das Ganze. Flybridge, Main Deck und Lower Deck. Du hast also hier das Lower Deck, das Main Deck und die Flybridge. Das Ganze hier mal so ein paar Werte, 26,2 Meter. Der Beam, das ist, glaube ich, so das Wichtigste für das Raumgefühl hier, 6,26 Meter, und da geht es auch um die Stellplätze. Also mir hat einer erzählt, es gibt auch breitere Schiffe, aber dann brauchst du halt 2 Stellplätze und doppelte Kosten. Also wie beim Wohnmobil wahrscheinlich, ne? Oder beim Parkplatz, beim Aldi. Wenn du halt nicht drauf kommst, dann ist... Nicht, dass du mit der Yacht mal spontan in der Aldi einkaufen fährst. Aber ich könnte wetten, dass die auch mal beim Aldi einkaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja? Und ja, ziemlich cool. Ich darf nur mal fragen, was ist im Prinzip eure Aufgabe? Ihr guckt, dass alle zufrieden sind, so ein bisschen hier, oder? Achso, ich möchte nicht so gerne. Okay, alles klar. Nee, du wirst doch nicht gefilmt. Das war nur so, ich stehe da so nett. Da habe ich mir überlegt. Achso, ja. Okay, Also, ich filme dich nicht. Im Prinzip ist eure Aufgabe, ihr guckt so ein bisschen, dass ihr alles mit rechten Dingen zugeht, oder? Genau, wir sind die Greeters, freundlich grüßen und winken. Okay. Die Leute ein bisschen informieren. Ja, sehr schön. Ist gar nicht so schlecht hier auf der Messe, oder? Hier zu arbeiten, oder? Nee, ist schön, also angenehme Atmosphäre auf jeden Fall. Besonders hat man ja auch was zu gucken So. bei den schönen Yachten. Sehr schön, das stimmt. Vielen Dank erstmal. Gerne. So, und da ist es. Ich habe sie nicht gefilmt, habe ich auch gesagt, macht man nicht. Ja. Aber vielleicht könnt ihr mal gucken in dem Video. Ganz hinten drauf ist sie vielleicht mal drauf. Aber alle Leute vollkommen lieb. Das ist übrigens hier für die Crew. Und du stehst jetzt hier auf diesem, ich sag mal, Badedeck, was du drauf hast. Das kannst du runterlassen hydraulisch und kannst es absenken 1-2 Meter. Das wird dann für diese, das ist jetzt nur mal angedeutet, das kannst du ja noch selber anheben hier. Das zieht dich praktisch durchs Wasser durch, aber es gibt ja noch viel mehr Spielzeuge, wie zum Beispiel ein Beiboot. Ein kleines Beiboot, auf dem man schippern kann. Da hängt man sich ja so dran, oder? Da hängt man sich dran, da bist du praktisch durch das Wasser durchgezogen. Und ist wahrscheinlich mit einem Motor versehen, kann auch elektrisch sein. Aber da gibt es eine eigene Halle nur für solche Spielzeuge. Die ist dann komplett mit drauf, da kannst du dann gucken. Und das ist dann der Bereich für die Crew. Auch der ist natürlich jetzt hier schon ein bisschen größer. Den haben wir eben, glaube ich, sogar vergessen, ja, in dem anderen Schiff. Soll man das mal zuerst machen, dass man mal sieht? Ja. Also hier sind praktisch die Leute, die auf dem Schiff arbeiten. Und ich gehe mal ganz kurz vor, zeig das mal. Also das ist quasi auf der Ebene des Motorraums. Guck mal gerade, des Maschinenraums in dem Fall. Und ich bin unten. Warum es so lange gedauert hat, übrigens, A, bin ich alt und B, selbst die Sandra ist vorsichtig, weil ich glaube, die Jungs, die hier runtergehen, die haben es so drauf, also die machen das in einer Sekunde oder sowas, ja, aber wir brauchen ein bisschen, weil die Treppe ist schon ein bisschen steif, also es ist ja hier für das Personal, was hier ist. Aber ich finde, für die Crew-Kabine sieht es sehr hochwertig aus, oder? Ganz edel. Ich glaube, das kann man auch bestimmen, wie man es gerne hätte. Also, hier kann man sich doch schon wohlfühlen. Ist ja auch für den Captain. Ich meine, der Captain ist ja auch wichtig, der hier fährt. Der hat ja eine eigene Kabine, braucht ja auch ein bisschen Privatsphäre. Hat sogar, guck mal, ein Fenster. Ja. Sandra. Ein Riesenfenster. Also man darf auch ab und zu mal rausgucken. Das ist so, wenn du auf dem Kreuzfahrtschiff... Ich war noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff. Warst du schon mal am Kreuzfahrtschiff? Nee. Da gibt es ja so Innenkabinen. Da bekomme ich dann schon so ein kleines bisschen Schnappatmung, wenn du gar kein Fenster hast. Aber hier hast du wenigstens noch ein Fenster mit drin, 2 Klappen, Hochglanz außen, Gasdruckfedern mit drin. Und hier, was ist hier hinter? Mach mal auf. Oh, Technik. Guck mal hier. Da kannst du in die ganze Hydraulik reingucken von dem Badedeck, wo du drin hast. Kriegst du es nochmal zu? Ja.
So, und das gleiche auf der Seite. Wenn du schläfst und spontan mal irgendwie Technikgelüste hast, kannst du da einfach mal reingucken. Spiegel ist drin. Ja gut, das sind ja die Leute, ich sag mal so, die hier arbeiten, die machen ja die Technik, die kümmern sich ja um alles. Die gucken auch mal Fernsehen hier, da gucken die abends hier Dschungelcamp. Oh, das Badezimmer ist auch groß. Für die Crewkabine ist das doch riesig, oder? Boah, es ist eines der größten, die wir je gesehen haben für die Crew. Eben hatten wir noch so ein kleines Wohnklo bei einem anderen Hersteller. Genau, also Klo und Dusche quasi in einem. Und hier? War wirklich Klo und Dusche in einem, das ist kein Witz. Genau, also da war Räumchen, die wie im Wohnmobil. Ist dann hier die Brause und du musst hier irgendwie dich arrangieren. Aber hier hast du ein Waschbecken mit drin, hast einen kleinen Schrank mit drin. Und Platz. ja, also viel Platz. Also wir sind hier im Crewraum. Wir haben den Kleiderschrank noch nicht gezeigt vom Captain, wenn du den mal ganz kurz mal öffnest, dass man mal sieht. Also da muss alles reinpassen, was er hat. Oft ist hier auf der Ebene dann auch nochmal, sehr schön, vielen Dank. Oft ist hier dann auch nochmal eine Waschmaschine mit drin. Wir können mal schauen, ob wir die finden. Guck mal hier. Und eine Besonderheit, du hast einen Aufgang nochmal direkt. Das heißt, du musst gar nicht von außen irgendwie rein. Stimmt, und sie haben eine eigene Kochmöglichkeit, ne? Das hatten wir jetzt bisher auch noch nicht. Eine Kombi-Mikrowelle hier mit drin, mit Oberhitze, einem Spülbecken mit eingebaut, einer großen Ablage hier mit drin. Hier ist dann ein Stockbett für 2 Personen. Also 3 Crewmitglieder können also hier wirklich schön verweilen mit einem großen Kleiderschrank hier drin. Eigenes Fenster nochmal. Und die Waschmaschine, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wo man die findet. Beim Bord gibt es üblicherweise auch eine Waschmaschine. Hier ist ein Kühlschrank, Vitrifrigo. Hier vorne vielleicht. Da wird wohl keine drin sein, aber hier, wenn du trotzdem mal aufmachst, vielleicht haben wir ja hier die Waschmaschine. Mach mal hier bitte auf. Oder es gibt einen eigenen Hauswirtschaftsraum, der drin ist. Also hier ist noch ein Schränkchen. Nee. Ich weiß, wo sie ist. Ich weiß, wo sie ist. Ich auch. Ja, jetzt habe ich sie entdeckt. Also, sie ist, Wahrscheinlich. das ist von der Breite her, muss das so sein. Da ist sie. Genau. Bosch, Serie 4. Und hier unten ein Waschtrockner, 8 Kilo Eco Silence. Also wenn ihr euch das zu Hause nachkaufen möchtet, hier, ich halte mal gerade drauf, Serie 4 heißt das von Bosch, wie zu Hause. Also hier wird gewaschen. Aber auch schön gelöst, dass das so versteckt ist, ne? Sowas hätte ich auch gern zu Hause. Dass die Waschmaschine nicht einfach so rumsteht. Du, mir ist das so egal im Keller, wie das ist. So, dann mach mal auf. Leider keinen Keller, deswegen. So, hier muss man, das ist übrigens ein Fun-Fact, wenn du gerade mal zumachst, mach nochmal zu, dann zeig mal, wenn du unten schließt, ja, geht automatisch hier oben der Riegel hoch, siehst du? Genau, hier und da. So, und damit es auch es geht überall auf. hoch, damit es auch wasserdicht ist. Also hier soll ja auch nichts rein, raus. Und jetzt gucken wir mal hier in den Maschinenraum und da sehen wir eine MAN 12-Zylinder-Einheit V12, also wie im Sportwagen, 12-Zylinder-Motoren, das Ganze zweimal. Redundant ausgeführt, dann redundant ausgeführt 2 Stromgeneratoren von Onan, Marine QD, quasi Industriestandard, sowas wie Adidas, nee, das war vielleicht ein schlechter Vergleich, ja. MacBook Air, so. Genau. Der drauf ist. Also die machen Strom 230 Volt im Stand und damit du das Ganze auch nicht hörst, hast du hier Ventilatoren drin. Üblicherweise, haben wir schon gelernt, sind Kameras hier unten drin, dass du also auch diesen Raum von oben überwachen kannst und diese riesen V12 MAN Generatoren, hier Mastervolt mit eingebaut, große Akkupacks und die entsprechenden Wechselrichter und ganze Technik wie zu Hause. Was du zu Hause nicht hast, ist eine automatische Feuerlöschanlage. Die ist, glaube ich, auf jedem Boot. Also es ist, glaube ich, sogar Pflicht, wenn ich mich nicht irre. Sobald ein Motor da ist, muss auch eine Feuerlöschanlage drauf sein. Und bleib mal da stehen. Ich zeige mal für dein Familienfoto Sandra im Maschinenraum, im Technikraum. So, was haben wir hier? Das hier ist Hydraulik, würde ich mal so behaupten. So die Schläuche hier ist kein Wasser. Und ja, du kannst halt einige Sachen hier regeln. Und dann die Entsalzungsanlage, das müssen wir mal schauen. Also hier siehst du Dometic, Heizung, die ist hier drin. Und könnte sein, dass hier noch so ein Kreiselsystem mit eingebaut ist. Das haben wir gelernt. Irgendwo da sein. Aber vielleicht ist das ja noch nicht alles, was wir sehen. Komm raus.
groß. Übrigens hier, interessant, wir haben ja eben noch gefragt, was ist, wenn die Menschen ein bisschen kräftiger sind, die hier durch müssen. Das ist ja mal eine Tür hier. Genau. Da kann man ganz normal durchgehen. Bisschen proper sein. Und muss sich auch nicht bücken, ne? Gar nicht. Sollen wir direkt da hoch? Nee, wir gehen von außen. Ansonsten, Aber wenn... film mal da hoch, das ist auch ein schicker Aufgang hier. Ja. Du, ich will... Nicht nur so eine Luke, durch die man sich quetschen muss, sondern Weißt du, man kann da eigentlich relativ entspannt durchlaufen. Was du ganz oft hast, du bist ja hier außen am Schiff, ja, dort, und ganz oft siehst du die Türen nicht von der Crew, also wie die da rein und rauskommen. Aber um euch nicht ganz zu verwirren, werden wir hier, Entertainment System ist hier nicht drin, von Naim, N-A-I-M. Das ist der Hersteller, wahrscheinlich hier mit, warte, ich mach mal an. Ich werde da mal draufdrücken, was die hier so haben in den Booten. Also hier ein Soundsystem mit drin, mit Touchscreen. All das ist hier mit drin. Es bootet gerade ready to pair. Also hier kannst du dein Handy anschließen und kannst dann Spotify hören. So, ich komme raus. Ist immer wieder absolut verwunderlich, dass ich hier rauskomme immer wieder, weil ich habe ja beide Hände voll. Und ja, let's go up. Sollen wir uns mal kurz die Tür gucken von unten, wo wir die finden hier oben. Meistens ist die so versteckt eingelassen, dass du die nicht siehst. Da ist was, siehst du? Dann geht sie auf, wie von Geisterhand. Und jetzt kannst du sie aufmachen. Und das ist der Abgang, den wir eben gesehen haben. Also du kämst normalerweise nicht drauf, dass hier jetzt eine Tür drin ist. Und hier, ich zeig mal gerade, da haben wir eben moderiert. Die Menschen sehen aus wie Spielzeuge hier. Und das ist denn der Abgang. Hier guckst du runter und das war auch der Grund, warum ich das nicht zwingend aufmachen wollte. Schieb's nochmal zu. So ist das. Das Ganze wird elektrisch verriegelt, zieht sich automatisch zu, musst also gar nicht feste zumachen. Und guck mal hier, auch hier mit dem Logo. Schon überlegt, ob ich die mal frage, dass ich mir das Logo mal auf meinen VW Golf machen kann. So, dann guck mal hier. Was direkt mal ins Auge fällt, ist, das ist so vom Feeling her so, als würde es frei stehen. Also jetzt nicht so irgendwie fest eingebaut. Du hast die Einzelstühle hier mit dabei. Sandra sitzt am Morgen gerne und schaut sich den Sonnenaufgang an in Saint-Tropez oder in Kroatien. Ich filme mal gerade um dich rum. Das ist der Ausblick hier auf das Meer dann, wenn du sitzt, oder auf den Hafen. Hier kannst du sitzen, kannst Hausaufgaben mit deinem Sohn machen und so weiter, weil hier vorne ist die Anlegestelle. Ja, sehr schick. Oder mit den Katzen. Auch schön. Die Stühle sind schön. Auch nochmal wahrscheinlich Teak, ne? Das gleiche Holz wie hier. Finde ich sehr schick. Und es ist, das hatten wir jetzt auch noch nicht, dass das keine Couch ist, sondern so einzelne Stühle. Das macht es auch wohnlicher, finde ich. Also du kannst ganz anders hier das einteilen. Trotzdem hast du viele eingebaute Dinge, wie hier am Eingang, die sich wirklich also architektonisch komplett hier einlassen. Wie so ein kleines Schrankelement wahrscheinlich mit, guck mal hier, kannst du Sachen reinlegen, kühlen. Kühler. Also es ist auf jeden Fall ein Abfluss und was von Dometic. Wahrscheinlich wird da auch was gekühlt, oder? Könnte sein. Es könnte passiv, es könnte aktiv sein. Wenn man das hochziehen kann? Nee, das ist Fest. Mach mal drunter. ein Schrank. Ein kleiner Schrank drin. Also da kann man Sachen ablegen und ich glaube, wenn du hier ein paar Eiswürfel reinmachst oder so, oder vielleicht ist es auch sogar aktiv gekühlt, dann hast du überall hier die Schiebetüren mit drin. Da hebt man einfach nur an, zieht das dann zur Seite. Sie haben mehrere Segmente und so kann ich dann abends verschließen oder tagsüber das öffnen. Ganz, ganz edel. Also viele haben ja solche Haustüren nicht zu Hause. Es öffnet sich dann hier nochmal ein kleiner Blick auf den Boden, der hier ist. Ein ganz, ganz offener Blick in den Raum rein und wir schauen uns das jetzt mal an. Das ist quasi der Wohnraum, der hier drin ist. Und auch hier ist Sandra wieder mal total erstaunt, wie viel Platz man hier drin hat, wie schön das Ganze ist und wie sich das auch anfühlt. Es ist ein Wohnzimmer auf der See. Anders kann man es gar nicht nennen. Wieder ganz anderes Design wie eben. Der Boden ist sehr slippery. Ja, der ist hier wieder ein bisschen rutschig. Bisschen rutschig. Also hier hast du dann wahrscheinlich geöltes Holz hier drauf.
was auch immer damit passiert ist. Es fühlt sich an wie eine kleine Eisbahn. Ich sitze jetzt hier auf dem Sofa. Hallo. Aufstehen, gell? Boah, es ist krass. Also du guckst dann hier raus, da ist dann der Blick so irgendwie da. Was wieder mal auffällt, sind diese ganz großen Scheiben, die also hier diesem kleinen Boot dann die nötige Leichtigkeit verleihen. Sogar noch mehr, also noch beim anderen hatten wir, glaube ich, nur 2 große und hier geht es ja wirklich über die ganze Seite komplett verglast. Was auch interessant ist, weil es zählt ja auch so ein bisschen die Nummer, die draufsteht. Hier steht ja nur 85 drauf, drüben stand 90 drauf. Wenn die beiden sich dann nebeneinander legen, dann im Hafen, weißt du, dann habe ich den 90er, ich habe den 85er. Aber wenn der Grundriss schön gemacht ist, dann kann es sein sogar, dass zum Beispiel das 85er deutlich größer wirkt als zum Beispiel das 90er. Kann gut sein, aber ich bin auch gespannt auf die Preisliste, inwiefern die sich preislich unterscheiden. Ja, bringt ja eh nichts für uns, ja, weil wir uns ja schon entschieden haben für das 11-Millionen-Schiff und wir können ja uns leider keine 2 leisten. Ne? So, hier Sitzgruppe nochmal komplett, dass wir das sehen und ja, Fun Fact ist, der Fernseher mal wieder komplett verdeckt. Der ist auch nie draußen, komischerweise. Bei den Wohnmobilen ist er immer draußen, also weil die das zeigen wollen. Hier, guck mal, ein Fernseher. Hier ist das eher so, guck mal, kannst rausgucken. Genau. Ich glaube, Fernseher ist einfach Standard, den man nicht nochmal extra zeigen muss. Wie ein Kühlschrank, der ist auch verdeckt. Kühlschrank, der muss einfach da sein. So, dann nochmal eine kleine Sitzgruppe. Wenn du da mal nicht draußen essen möchtest, ja, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Du kannst dich hier an diese Sitzgruppe setzen oder du kannst dich an die Bar setzen. Die ist dann hier. Du kannst dich direkt zur Küche setzen und hier kann man wahrscheinlich auch nochmal was hochfahren, damit es abgedeckt ist oder verschlossen ist. Das können wir gleich mal ausprobieren, ob das aktiviert ist. Auf jeden Fall hast du hier jetzt eine Küche mit drin. Überall hier kannst du reinschauen. Es gibt auch viele Schränke hier nochmal drunter, wo man Dinge dann auch verräumen kann. Und da ist auch sogar das Geschirr und das Besteck schon drin. Auch hier, wenn du mal gerade das Besteck mal eins rausnimmst, bitte, um nur mal zu zeigen, da ist das Silberbesteck ist schon mit dabei. Wie fühlt sich das an? Ist es schwer? Es geht. Welcher Hersteller? David Mello. Sehr schön. Alles ist auch hier exakt angepasst, Genau. dass es auch hier drin liegt. Das sieht man sehr, sehr schön. Guten Tag. Und es darf natürlich auch nicht fehlen, alles ist komplett integriert hier drin. Das heißt also, du hast alles ausgefräst im Plexiglas für die Tassen, für jeweils Einbauten mit drin. Das ist hier mit drin. Ich habe eine ganz kurze Frage. Wie kann man das hier hochheben? Ist das gesperrt hier für die Ausstellung? Da ist die Sicherung rausgenommen. Okay, zu Recht, oder? Keiner verletzt. Ja, das fährt komplett hoch, damit man Zug machen kann, wenn die Crew beispielsweise kocht. Ist da Glas drin oder ist das fest? Ist zu. Ja, und das ist natürlich richtig toll, oder? Das heißt, ich bin dann im Prinzip komplett vereinzelt, wenn der Chef kocht und ich kann es öffnen, wenn ich alleine bin? Ja. So, vielen Dank erstmal. So sollte es sein. Dankeschön. Sehr schön. Also hier sieht man auch, also die Küche wird jetzt geschaut. Jetzt wird es ein bisschen enger hier, oder? Ja, es kommen ein paar mehr Leute rein. Ich bin mal gespannt. Am Wochenende hast du gesagt, ist hier richtig viel los. Am Wochenende ist richtig viel los. Hier ist der Concierge, der guckt ein bisschen, dass hier auch alles mit rechten Dingen zugeht, nicht zu viele Leute auf einmal da sind. Wir gehen mal rein, müssen uns das mal ein bisschen hier arbeiten, dass wir das mal sehen. Und hier siehst du Standardküche, hier eine Mineralstoffarbeitsplatte hier oben drauf mit 2 Franke Spülfeldern, die hier mit drauf sind und ein Induktionskochfeld von Miele, also wie man das zu Hause kennt. Besonderheit hier ist, es gibt auch die Möglichkeit, das hast du mal gesehen, mit solchen Kochtopfhaltern zu arbeiten. Die sind hier fest eingelassen. Das sehen wir jetzt hier nicht, aber die Mineralstoffoberplatte, guck mal, ich bin hier gerade hier so ein bisschen am Sliden, weil es ist so, den Moonwalk. Es ist aber so soft hier, also alles, die ganzen Materialien sind so krass schön. So Apotheker, guck mal, kannst du hier rausziehen. Ja, keine Apotheker, aber hier so Schubladen. Das Ganze mit Touchscreen dann von Wolf. Hast du eine ganze große Kombi-Mikrowelle über die komplette Breite hier in dem Fall. Und das kannst du öffnen, kannst reinschauen und kannst Mikrowelle und Backen, Grillen und so weiter, Kuchenbacken machen. Also ihr siehst, ich habe ja ganz viele Konzepte auch gesehen mit eigener Küche, wo der Chef selber kocht. Wir kommen gleich raus, da könnt ihr reinschauen. Dann großer Weinkühlschrank hier nochmal hier unten drin. Darf auch nicht fehlen. Und was dich gleich ziemlich umhauen wird, das wirst du gleich mal sehen, ist ja, der Kühlschrank, der sich hier hinter verbirgt. Der ist auch gelockt, das kann man gleich mal zeigen, wie. Und der ist so breit, also wie ich das noch nie gesehen habe.
Er ist von Sub-Zero. Ihr kennt die Marke wahrscheinlich noch nicht, aber die wird euch begeistern. Also wer sowas zu Hause mal haben will, stell dich mal kurz davor, dass man mal die Maße sieht. Stell dich mal kurz rein. Ja, wie es da ist. Also er ist so breit, er ist viel breiter als normaler. Ja. Ich glaube, was hat ein normaler 60? 60, glaube ich, ja, Einbaumaß. Aber das hier dürften 80 sein. Und das kommt natürlich der ganzen, ja, den Inhalt und so weiter dann auch nochmal zugute. Hier unten sieht man sehr schön, wie man verriegelt. Genau, einfach so hochschieben. Hochschieben und dann ist es fest. Und dann hast du zusätzlich nochmal Backofen von Miele, Kombi, Grill mit Mikrowelle nochmal mit drin. Das scheint überall Standard zu sein. Und Oberschränke, Spülmaschine von Miele. Und mach mal auf die große Roomtour mit, ja, viel Platz für Messezubehör, was man hier so braucht. Und Giveaways. So, let's go. Wir gehen raus, wir tauschen hier die Plätze einmal ganz kurz. Die Küche ist nämlich sehr begehrt. Und der Steuerstand, den wir gleich mal zeigen, ja, ist sehr begehrt. Ja, die Leute kochen ist ein ganz wichtiges Thema. Bei euch auch? Ja, bei uns auch. Ja, habe ich mir fast schon gedacht, ja. So, dann hier vorne, guck mal hier, ganz nett so ein kleines Detail hier, wie das ausgearbeitet ist. Fast schon Kunstwerk hier, das Sideboard. Genau, ja, das ist echt schick. Sieht hübsch aus. Und hier dann auch nochmal Staufächer. Also das ist eher so ein für Deko, Bücher. Und hier kannst du dann noch ein paar Sachen reinmachen. Oh, es fühlt sich schwer an. Ist das ein Kühlschrank? Das könnte auch ein Gefrierschrank sein oder ein Weinschrank, wahrscheinlich einstellbar. So, wir gehen in den Steuerstand, schauen nochmal hier. Wahrscheinlich gibt es hier auch 2 Steuerstände. Darf auf keinen Fall fehlen, dass du hier eine Toilette mit dabei hast, weil der Captain, der ja ganz, ganz lange denn hier am Steuerstand ist, der muss ja mal auf Toilette. Und da hast du eine eigene Toilette. Haben wir ganz oft in dieser Größe, dass du das denn hast. Auch sehr geräumig. Und das ist ein interessantes Material. Es ist schimmert, oder? Das schimmert, ja. Guck mal hier, wenn ihr das hier seht, also es ist wirklich die Materialien wie zu Hause, aber auch der Spiegel ist dezent klein. Ich zeig mal gerade, Sandra haben wir zweimal. Aber das schafft Raum. Ja, klar. Besonders cool ist, wenn der Spiegel halbdurchlässig ist und dass man von innen noch reingucken kann, weißt du, wie bei Derek. Ja, vielleicht kann man das ja auf der anderen Seite. So, und jetzt geh mal vor. Oh, wow. Und dann eröffnet sich hier ein ganz großer Steuerstand mit 2 gleich 2 Sitzen. Bereich hier vorne, guck mal danach. Dreh dich mal um. Ich bin erstmal geflecht hier von diesen Stühlen. Ich brauche sowas für meinen Sohn als Gaming-Stuhl. Und guck mal hier unten drunter, da kannst du die Füße drauf machen, wenn du es rausklappst. Steig nochmal runter und guck mal, was da drunter ist. Da ist nämlich hier. Oh, stimmt, da ist ein Holzbrettchen. Da ist ein Holzbrettchen, das kann man runterlassen, damit du, auch wenn du jetzt kein Sitzriese bist, dann natürlich optimal reinkommst. Und dann hast du hier deinen Steuerstand und auch hier nochmal ein kleines Foto fürs Familienalbum. Sandra an dem Steuerstand für... Hast du gewusst, dass die Leute hier bis zu 3 Stunden warten müssen, um hier reinzukommen? Ein bisschen wie im Phantasialand am Wochenende, wenn so voll ist? Nee, aber ich habe so gemerkt, beim Caravansalon, begehrte Modelle, da stehen die Leute schon eine Stunde Schlange. Aber hier... Ja, wenn es Beschränkungen gibt und man es sehen will. Ist so, ja, wir dürfen natürlich etwas früher rein. Wir kommen aber auch vielleicht nicht gerade Samstag, Sonntag. Das ist hier dann nochmal eine kleine Sitzecke. Ich glaube, das ist eine der schönsten Sitzecken, die es gibt. Wenn der Mann oder die Frau steuert das Schiff und hier, Sandra ist dann hier drin mit deinem... Echt viele Leute hin, ne? Ja, also eigentlich ist das hier schon so ein eigener Raum, in dem man auch mal einfach abchillen kann, während der Kapitän steuert. Und hier, oder für die Crew, ich weiß es nicht. Aber oder ich denke, hier ist schon ein schönes Plätzchen. Für die Hausaufgaben von meinem Sohn. Das Genau. ist, ja, ich denke immer, wenn ich unterwegs bin in Ferien, dann muss ich immer Hausaufgaben machen mit dem. Und da brauche ich immer so einen Platz, wo ich ganz alleine bin, der auch schalldicht ist, weil er auch manchmal den etwas härteren Ton liebt, ja. Er dann sagt, ja, muss ich wieder Hausaufgaben machen? Und dann, ja, ist besser. Komm, wir wechseln das Thema, weil die Menschen, die solche Boote kaufen, die haben ja einen Privatlehrer. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die machen auch Hausaufgaben mit ihren Kindern, wie alle anderen auch, ja, und müssen das machen. Und wie du siehst, Toiletten gibt es ja auch, also nur weil man Geld hat, muss man nicht aufs Klo. Also ich kenne ja auch wirklich viele Leute, die viel Geld haben, vielleicht nicht gerade 10 Millionen, aber
Ja, die sind alle ganz normal. Also die bleiben alle am Teppich. Oft wird das Boot ja auch verchartert, muss man sagen. Also wenn man das richtig anstellt, ordentlich vermarktet das Boot, dann zahlt es sich quasi selber. Ich brauche halt nur das Startkapital dafür. Bekomme ich es ordentlich verchartert, dann kann ich es selber nutzen für ganz kleinen Preis. So machen es die allermeisten. Denn wenn ein Boot nicht verchartert wird, dann verliert man Geld. Und warum soll man das denn 8, 9 Monate allein stehen lassen? Die Crew muss ja trotzdem bezahlt werden. Und da kann man es auch gleich verchartern. Und hier siehst du die ganzen Informationen von Raymarine. Ja, das Licht ist rot. Das rote Licht ist nachts am wenigsten störend. Ah, okay. Das ist in der Wellenlänge, in einer ganz langen Wellenlänge. Und das hat den Vorteil, dass du nicht geblendet wirst nachts. Also gerade dann, wenn die Sicht schlecht ist, die Scheinwerfer an sind und du bist schon ein bisschen genervt, dann kann man hier die ganzen Displays runterdimmen und kann das Kartenlicht dann auch rot machen. Und das ist am angenehmsten. Also hier hast du dann deine Startknöpfe für die Maschinen und deine Sidepower. So Bug- und Heckstrahl. Ruder. Glaube ich. Ja, ist es. So, und da siehst du also hier Anker. Also da wird der Anker rein rausgemacht. Auch hier hast du eine Sicherung nochmal drin. Das ist hier dieses kleine Schiebeding, dass du ja nicht den Anker einfach auslöst, wenn einer drunter steht. So, und dann... Das tut weh. Da ist vielleicht das Boot, was es trifft, denn nicht so. Und da wird mit Gas gegeben. Das sind die Hebel. Und was man hier hat, ist Steer, also wie nennen wir das nochmal? Also man steuert hier nicht mehr Fly by Wire, also Steer by Wire hast du hier. Nicht mehr also by Wire bedeutet, du hast keine Verbindung mehr hinten zum Ruder, sondern wenn du hier drehst, dann wird es praktisch übersetzt auf Motoren und dann umgesetzt. Also es ist nicht mehr wie früher, dass du du weißt ja noch, auf der Titanic, auf dem Film war ja immer so ein riesen Steuerrad und das war auch wirklich physisch direkt verbunden mit hinten. Okay, und hier ist einfach nur Übersetzung, du steuerst das, aber es wird dann irgendwie, es läuft dann mit Stellmotoren, also deswegen kannst du auch mit dieses Schiff hier komplett mit Autopilot fahren. Du gibst also einen Kurs ein und dann geht ein Autopilot und sendet auch per Beacon, also über ein Funkfeuer, ein kleines, deine aktuelle Position an alle anderen Boote. Das kannst du hier sehen. Also Radar hast du hier natürlich mit drin. Du siehst die anderen Boote, die laufen. Du Place Waypoint, das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Du kannst ja Wegpunkte machen, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich navigiere mal von da nach da, damit du zum Beispiel irgendwelche Seichtwassergebiete einfach umfährst. Aber da ich totaler Laie bin, erst Tag Nummer 3, bin ich sehr vorsichtig mit dem, was ich sage. Hier ist ganz wichtig der Kompass. Das ist sehr interessant. Der funktioniert auch hier drin. Und der funktioniert immer. Funktioniert immer. Also auch wenn hier alles ausfällt, gut, dann kannst du das Schiff zwar nicht mal steuern, weil du hast ja keine Motorleistung mehr hier drauf, aber das funktioniert auch. Hier ist Funk. Sieht man hier sehr schön. Und ja, vorne hast du das Vorschiff. Was hier auch interessant ist, du kannst die Kabine ich komme. Verschließen. Kabine schließen. Das heißt, wenn du beim Steuern deine Ruhe haben willst. Oder beim Hausaufgaben machen mit dem Sohn hier, Genau. dass du da kannst du zumachen. Komm, wir gehen mal hier raus, hier gibt es einen Ausgang. Und was mir auffällt in der Größe, vielleicht habe ich es auch nicht gefunden, der Joystick ist nicht mehr da gewesen. Wahrscheinlich können die auch alle fahren mit den Einstellmöglichkeiten, die hier drauf sind. Wir gehen mal kurz auf das Gebiet und hier muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man hier auch nicht abstürzt oder runterfällt. Da siehst du, hast eine große Sitzgruppe hier mit drauf. Also können also bis zu 10, 12 Personen auch Platz nehmen und man kann sich hier auch schön hinlegen. Das hast du schon probiert an anderen Tagen, wo ein bisschen weniger los war. Da kann man sich auch mal hinlegen. Und theoretisch kann man auch hier nicht abstürzen. Das wird wohl nicht passieren, aber trotzdem ist es mit sehr großem Vorsicht zu genießen, dass man, wenn man nämlich hier runterfällt, ich zeige es mal gerade, das ist schon ziemlich tief. Hier vorne ist der Anker. Da können wir das mal gerade zeigen. Und auch der wird elektrisch ausgelöst und auch alles hier nochmal mit Teak gearbeitet. Guck mal, auch die ganze Mimik hier drunter. Das kann man auch mit einklappen, das ist wahrscheinlich... Ja, dann kommt es dann hoch und dann kann sich hinlegen. Mach mal. Ruhig mal einklappen hier. Ich glaube, ganz passt nicht rein. Boah, es ist laut hier. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Also wie Stars, aber Sandra, das ist mal ein nettes Boot für die Mama. Nettes Bild für die Mama. Und
Wir gehen mal ein bisschen weiter. Also das ist der Blick auf den Steuerstand und hier sieht man, wie das Ganze bei anderen Booten auch zum Beispiel aussieht, die ein bisschen kleiner sind, aber alles ist hier sehr, sehr ähnlich mit einer Stereoanlage. Schau mal hier an der Seite. Alles ist so versteckt, das heißt, du musst schon genau hingucken, damit du siehst, hier die Stereoanlage links und rechts. Kannst wahrscheinlich Bluetooth ein bisschen Bum-Bum machen. Bestimmt. Das habe ich mich auch schon gefragt. Du wirst ja sicher dich mit Bluetooth connecten können hier, oder? Bestimmt. Also es ist, wird garantiert so sein. Aber guck mal oben, das Flydeck. Wir waren noch gar nicht unten. Das sieht winzig aus von hier. Ey, 35 Minuten, wir haben noch gar nicht viel gesehen. Aber bei einer Haustour, ich bin ja übernächste Woche, bin ich ja in Mannheim, weißt du, machen wir Fertighäuser, drehen wir. Das ist also von der Luxusjacht zum Fertighaus, ein bisschen anders. Kannst du nicht... Haus, kein Tiny House. Nee, normale Häuser haben wir da. Also wir drehen, ich glaube mittlerweile 20 Fertighäuser, die wir abdrehen werden. Neuester Stand zum Massahaus und Co. Also ich bin mal sehr gespannt, das wird auch witzig. Wenn du da irgendwie Lust hast mitzukommen, kannst du gerne mal drehen. Vielleicht 1, 2 Tage, ich bin ja da die ganze Woche. Ja. Und dann können wir das auch mal zeigen. Ist ja ein ganz, ganz netter Kontrast, oder? Ja, auf jeden Fall. Da ist bestimmt auch noch Stauraum drunter, so wie es aussieht. Ja, die Bolze kann man komplett hoch machen. Genau, da passt auch noch was rein. Du Fuchs? Tja, ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt auf dem Caravansalon. Außerdem hast du dir gedacht, Mensch, ich probiere das mal aus. Hier ist wahrscheinlich auch noch Stauraum drunter. Guck mal hier, kann man das anheben? Nach Fest kommt ab. So, kann man öffnen und da gibt es Stauraum, da kannst du dann so die wichtigsten Sachen reinmachen. Ja, nicht nur die, da kannst du alles reinmachen. Da kannst du ein Auto parken, ja, so groß ist das. Aber echt. Auch hier, wenn du mal deine Hand, mach mal ruhig mal runter. Hier ist... Ich mach's da 10 mal rein. Hier kann man übrigens auch das Wasser kann man hier einfüllen, Water, wozu auch immer, ob das der Frischwassertank ist oder auch nicht. So, und mal bitte... zeigen einmal ganz kurz die Größe der Scheibenwischer, wenn du deinen Arm mal da drauf legst, dass man das auch mal sieht. Also der geht noch nicht mal annähernd hier drauf und solche Dinge habe ich auch schon mal in einem Stück gesehen, solche Glasscheiben, die dann wirklich sehr, sehr groß sind. Hier unten natürlich betrachten die Leute diese Schiffe und hier sieht man auch mal, guck mal hier durch das Display drauf auf die Menschen, die unten stehen. Ist schon ein kleines bisschen wie Ameisen, oder? Ja, aber echt. Boah, sind wir hoch hier, oder? Und es geht noch einen Tacken höher auf dem Flydeck. So, wir gehen jetzt mal höher. Hier ist übrigens eine Tür geöffnet, kann man zeigen. Das sieht ja aus wie Star Wars, aber jetzt original wie Star Wars. Guck mal, die Tür von der Seite. Das ist, hat nichts mehr mit einer normalen Tür zu tun. Das ist, glaube ich, auch so eine Crew-Tür, dass du im Prinzip, wenn die Küche zu ist, kann die Crew hier das Essen zubereiten und man sieht nichts davon, oder? Ja, oder du kannst einfach raus. Also es ist, wenn du sagst, ich will mal einfach vorne hier auf das Deck vorne. Hier bist du nämlich in der Küche drin. Da waren wir nämlich gerade eben und sind durchgegangen. Und das können wir eigentlich auch gerade benutzen. Komm mal mit. Dann gehen wir mal hier auf diesem Slippery... Boah, ist der glatt, der Boden. Aber gut, das weiß man ja vorher. Und wir gleiten quasi durch das Wohnzimmer und dann gehen wir mal kurz runter. Frage ist, ist es möglich runterzukommen? Wie kommt man runter? Wo ist die Treppe für runter? Meinen Sie den Maschinenraum? Nee, nicht den Maschinenraum, wo man schläft. Ach so, ja, da vorne, auf der Da vorne. Seite. Da ist, da, genau. Ah, siehst du mal, wir sind jetzt nach Schiff Nummer 34, haben wir es nicht gefunden, ja. Ist okay, fragen mal. Ich muss einfach nur fragen hier, weil die haben für alles eine Antwort. Guten Tag. So, da sind wir und gehen jetzt mal vorsichtig runter. Und hier hast du wieder diesen Effekt, geh ruhig mal vor. Mal gucken, wie softig das Ganze wird. Sehr schön weich. So, Guck mal, wow. da ist eine Glasscheibe in den Flur, oder? Könnte sein, ja. Da ist eine Glasscheibe im Flur, was du alles siehst hier. Das ist aber so tief getönt, dass es kaum auffällt. Drunter bist du dann hier... Wie nennen wir das nochmal unten? Lower Deck? Lower Deck, das Unterdeck. Und da gehen wir direkt mal nach rechts. Man weiß gar nicht, wo man lang muss. Hier der Spiegel, der... Oh. Das ist doch hier alles hier... Craig Davis.
James Bond sind wir doch hier unten, oder? Das ist so ein bisschen. Ist das nicht schön hier mit dem Sehr Spiegel? schön. Ja, sehr schön. Also ich bin auch total begeistert. Das ist jetzt ein Serienhersteller, oder? Ja. Also wenn du überlegst, was sie Frag drauf schon, haben. wann ich den Slot bekommen kann. Okay, das heißt, der ist schon reserviert, der Bauplatz für dich, oder wie? Ja, ich hoffe ja. Tschüss, danke. Boah, ist das schick. Wow, und das ist noch nicht. Sandra, sollen wir uns vorarbeiten? Sollen wir erstmal hier in das Master gehen? Dass wir mal, guck mal, überall dieses Hochglanz, getönte Spiegel an der Seite. Guck mal hier, Sandra einmal in hellen, einmal in dunkel. Das ist. Besonders schlimm ist es, wenn dein eigenes Spiegelbild leicht zeitversetzt sich bewegt. Ja? Spätestens dann solltest du ins Bett gehen. Dann musst du dir Sorgen machen. Stark. Also hier hast du ein Schlafzimmer der absoluten Superlative und auch hier hast du wieder das Gefühl, das ganze Bett schwebt, weil es hier unten schräg angeordnet ist. Guck mal hier. Das ganze Design von dem Bett hier ist nicht gerade, sondern es hat so ganz aerodynamische Formen. An der Seite ist es nochmal. Wow. Guck mal hier, du kriegst natürlich das eigene Wäscheset mit. Von Dometic. So, und das Yachtset hier mit dabei und das ist hier vorne drin. Der Boden nochmal, beschreib mal diesen Boden. Warte, ich gehe mal ganz nah ran, dass wir das mal zeigen. Und, Der ist ganz weich. und komm mal runter hier und streichel den mal bitte und sag mal, wie sich der anfühlt. Oh, der ist ganz, ganz weich und echt gemütlich. Bitte mal drücken, dass man mal sieht. Also der geht richtig runter, der gibt so nach. Ich weiß gar nicht, mit was man das vergleichen kann. Das ist Wahnsinn. Wie so eine Turnmatte, so eine weiche. Das ist wahrscheinlich, wenn du, genau, wie so eine Turnmatte. Du kannst hier Yoga, du machst ja Yoga auch bei uns in der Firma immer. Genau, ja. Also Yoga könntest du hier machen, ohne Rückenschmerzen. So, vielleicht kurze Vorstellung. Du bist bei uns Mediengestalterin Print Digital. Genau. Hast Germanistik studiert, sogar fertig, muss man sagen. Was? Bildwissenschaften der Künste. Und was nochmal? Bildwissenschaften der Künste. Was ist denn das? Eigentlich Kunstgeschichte. Kunstgeschichte. Genau. Und sag mal, du bist seit 6 Jahren jetzt bei uns. Hättest du gedacht, dass wir irgendwann mal Yachten filmen, oder? Nee, niemals. Also es ist Wahnsinn. Es hat ja angefangen irgendwie mit irgendwelchen kleinen Seats, die wir gefilmt haben. Und jetzt haben wir uns so langsam mal Wohnmobile. Aber es ist ja schon sehr konsequent, was wir machen. Weil es ist ja eigentlich auch nichts anderes wie ein Wohnmobil auf dem Wasser. Ja, das ist wie du sagst. Nur ein größeres Wohnmobil auf dem Wasser. Und ist schick? Das ist auf jeden Fall schick. Also könnte man sich mal gönnen. So, das Ganze ist natürlich indirekt beleuchtet. Hier auch an der Seite, hier kannst du dich hinsetzen. Ja, das hier ist wahrscheinlich noch nicht mal der Master Bedroom, sondern das hier ist die VIP Cabin. Und die hat natürlich ein eigenes Badezimmer und eine eigene Dusche mit drin, wo Sandra sich auch wohlfühlt, mit einer ergonomisch geformten Toilette. Die ist auch leicht sitzerhöht, dass du auch mit den Beinen schön auf den Boden kommst. Deine Größe bis 1,75 Meter, Stehhöhe hier 2 Meter plus. Also auch große Menschen haben hier viel Platz, aber nicht zu viel. Also denn hier ist ja jeder Zentimeter natürlich genutzt. Da kannst du einen Rasierer anschließen, Anschluss, ein Waschbecken, satiniert. Dann hier ein großer Spiegel, der wird wohl nicht zum Öffnen sein. Und viel Platz. Hier hast du auch noch ein paar Schränke, die nach oben aufgehen. Das Holz ist aber echt sehr schön. Ich finde diese Kante auch irgendwie ganz cool. Das ist schöner, als wenn es nur gerade runtergehen würde, ne? Macht es irgendwie gemütlicher. Jo. Wir haben das Preisschild noch nicht gefunden. Also hier bei dem. Stimmt, vielleicht. Überall lagen Preisschilder drin, aber hier habe ich irgendwie die Liste nicht gefunden. Was auch hier auffällt ist, du hörst, you don't hear nothing. Das ist. Ich glaube, das da ist sogar echter Marmor, so von der Oberfläche her, vom Glanz her. Oder? Was würdest du sagen? Wenn du nochmal gegenklopfst und dann die Klopfex. Ganz ehrlich, du kannst es heute nicht mehr sagen. Also es gibt Feinsteinzeug, das so echt aussieht. Und im Regelfall ist das Feinsteinzeug. Das hat einfach einen simplen Grund. Weißt du warum? Es ist pflegeleichter. Das Marmor ist ja offenporig. Das heißt, da geht Wasser rein. Unglaublich schwer zu pflegen. Und so Feinsteinzeug ist einfach viel pflegeleichter. Ich behaupte mal, ohne es zu wissen, es ist wahrscheinlich Feinsteinzeug. Ich kann auch daneben liegen. Festtanktoilette von Planus. Auch hier wieder was gelernt. Es gibt nicht nur Dometic und Tedford, sondern auch Planus. Und hier ist dann der Blick in die Kabine mit 2 Fenstern auf jeder Seite und wieder mal diesen ausgefrästen Holzelementen hier, die hier mit drin sind.
Das ist sehr, sehr schick. Und ja, was ist an der Seite, an der Wand? Ist das Leder hier an der Wand dran? Guck mal hier. Das beledert. Was linke Seite? Waren wir da schon drin? Da ist ein begehbarer Kleiderschrank hier mit drin. Das siehst du auch hier. Wow. So, sogar mit Stuhl kannst du die Schuhe anziehen. Ja. Was der hier drin macht, weiß ich jetzt Kann ich dir sagen, der ist hier verstaut. Den kannst du hinstellen nochmal zusätzlich, wo du zum Beispiel Kleider ablegen kannst und so. Der ist dabei, der ist übrigens voll beledert. Also großer begehbarer Kleiderschrank mit einer großen Stange hier oben drin und jede Menge Stauraum. Wir gehen raus und tauschen mal hier die Plätze, denn hier sind noch 2 Kabinen der rechten Hand. Dann gehe ich mal ganz kurz hier vor. So, da bin ich. So, hier ist ja schon viel los. Ich kann mir vorstellen, am Wochenende ist noch viel mehr los, oder? Da ist ja, at the weekend is a lot more. Yeah, a lot of people come for the visiting, and we are at the moment in the work days. Absolutely. So, now it's calm. Really? Yeah. Okay, jetzt im Moment ist ruhig, hat er gesagt. Also jetzt ist nicht so viel. Aber hier hast du eine Kabine mit drin, die ist richtig toll. Viele Dinge sind auch richtig schön versteckt. Also wenn du hier durchguckst durch die Kabine, auf der rechten Seite hast du deinen Fernseher hier mit eingebaut. Und wir gehen mal ganz kurz rein. Dein Schminktisch hier, guck mal, der ist hier eingelassen. Und der Fernseher ist zeitgleich auch der Spiegel. Guck mal. Wirklich? Ja, das ist ein Fernseher dahinter. Okay. Brauchst nicht gucken, da ist ein Fernseher dahinter. Und das ist der Spiegel. So, dann mal hier öffnen. Großer Kleiderschrank hier mit drin. Also dieses Schiff verdient es wirklich so dokumentiert zu werden. Wir haben mittlerweile schon kurz vor 2:30, aber so viele Videos werden wir heute nicht mehr machen, weil das Schiff hier ist... Wir waren ja noch gar nicht auf dem Flydeck, ne? Ja, das müssen wir gleich noch machen, wo wir vorne rein... Dann gibt es ein Badezimmer hier, bitte mal öffnen, dass wir hier mal reinschauen. Und das hat natürlich immer eine Toilette, einen Waschraum und eine große begehbare Dusche. Auch hier wieder mit deiner Marmor, ich sag mal Optik. Regendusche mit drin, Einzeldusche mit drin und auch immer so, dass 2 Personen wirklich duschen können und du dann auch rausgucken kannst, während du duschst. Das ist je nach Beschaffenheit, will man ja haben, dass das Fenster auch zu sehen ist. Ja. Und ja, großes satiniertes Waschbecken, Kleiderschrank hier mit dabei und ein riesen Spiegel, wo wir beide jetzt gerade zu sehen sind. Toilettenanlage ist hier, eine Zaka-Toilette wie im Festtank, wie im Wohnmobil. Und wir gehen mal auf die andere Seite, damit der Wow-Effekt dann nochmal ein bisschen härter wird. Nee, hier waren wir noch nicht, ne? Hier waren wir noch nicht, ne. Hier hast du 2 Längsbetten, Einzelbetten auf der Seite, die kannst du nochmal hier in der Mitte zusammenfassen. Genau, mit so einem Schaumstoffteil. So, und das hier könnte noch ein weiteres Bett sein. Magst du mal schauen, ob man hier irgendwas entriegeln kann von oben? Ist da was? Jawohl. Siehst du, aber es ist so gut versteckt, dass man es erstmal gar nicht sieht. Genau, ja. Siehst du, das wird doch für meine 3 Katzen reichen. Ich weiß gar nicht, ob in der Policy hier bei solchen Booten Katzen grundsätzlich verboten sind, ja, weil, aber glaube ich nicht. Wie das Leder denen gefallen würde, dann wird es direkt, so ging es dann direkt. Okay, die lassen wir mal nicht hier rein. So, dann Badezimmer mit drin, geh ruhig mal vor. In der großen Dusche ist Sanders 1,75 groß, bitte mal ins die Dusche gehen, das wird er mal sehen. Also hier hast du... Eigentlich fast, meine Arme kann ich ausstrecken. Gut, du bist eine große Frau, also das ist auch für große Männer, also hier kann man sehen, wir haben ja hier Models unterwegs, quasi Mitarbeiter mal missbraucht als Model heute. Das ist der... Aber es macht Spaß. Ah, du machst das echt toll. Also machst alles mit und... Macht alles auf. Ich bin mal gespannt. Wenn Simone hat sie mir eben noch geschrieben, sie ist krank. Also wenn sie dann nicht kommen kann, das wäre zwar sehr schade, aber dann ist es halt so, dann kann sie dieses Erlebnis nicht teilhaben. So, let's go. Also ich zähle mal durch. Bis jetzt hatten wir 6 Schlafplätze. Gelesen hatte ich ja 8. Und das ist natürlich das Hauptteil. Kleiner Funfact hier, der Weinkühlschrank ist direkt am Eingang der eigener Kabine. Und auch da mal bitte öffnen, hier oben drüber, da hast du noch einen großen Schrank. Alles Echtholzfurniere mit drin, alles beledert. Und hier siehst du auch wirklich Platz pur. So, wir gehen mal ganz kurz rein. Komm mal schauen. Auf der rechten Seite hast du dann hier nochmal deinen Schminkspiegel mit allem drum und dran. Da kannst du dich hinsetzen. Gerade noch jemand drin. Du musst ein bisschen leiser reden. Dass wir das mal sehen.
und schauen uns das Ganze mal an. Hier hast du Schminkspiegel, Einsatz, kannst dich hinsehen und was direkt mal auffällt. Schön beleuchtet. Du kannst hier richtig schon rausgucken, wenn du dich schminkst. Kannst du hier auf den Hafen von Cannes oder Saint-Tropez gucken. Und guck mal, das ist das erste Mal, dass die Fenster auch offen sind. Da kann man auch kannst du mal rausgucken. So, guten Tag. Und man sieht auch sehr schön diese maximale Tönung, die du hast. Die Dicke, ne? Von den Die Dicke, ja. Gut, sogar mehrere Schichten, ne? Eine dünnere, oder? Gut, es darf ja nicht brechen. Du kannst dir vorstellen, was hier für Tonnen Lasten draufkommen auf diese Scheibe, wenn hier Seegang ist. Ja. Und das muss alles ganz sicher sein. Aber wir drehen uns jetzt mal. Eben hatten wir noch Gäste. Und wow. Geh mal bitte hinten in den Stuhl, dass man mal sieht, wie die Kollegin hier geradezu verschwindet hier in diesem schönen Schlafzimmer, was hier drin ist. Und wenn du einmal kurz winkst und guten Tag, ich wünsche dir einen schönen Tag. Dort wird das Frühstück von der Crew serviert. Nachdem du hier deine letzte Staffel von Grey's Anatomy geguckt hast, gehst du anschließend hier hin und kannst dann mit mir zusammen, ich bin ja dann dein Mein Steward. Ach so, als du jetzt unterstell aber nicht, die sind alle, das ist hier alles ethisch okay. Kann mal gucken, denn vieles hat sich gewandelt und guck mal gerade hier drauf. Also das ist ja mal ein Hammerraum und wie die hier sitzt, die 6 Meter. Es gibt Wohnmobile, die sind 6 Meter lang, hier sind wir 6 Meter breit. Ja, und das nur ein Zimmer. Und hier kannst du rausgucken. Also es ist richtig schick. Ja, sehr schön. Hotel, oder? Würdest du sagen, Luxushotel? Absolutes Luxushotel, ja. Aber was ist hier drunter? Guck mal, alles echtes Holz. Mit einer Steckdose. Steckdose, kannst das Notebook anschließen, um deine Börsenkurse zu überwachen. War ja in letzter Zeit nicht so witzig, ja, aber viele haben ja zugekauft, wo es ganz unten war. Und dann, du weißt ja, wenn man Geld hat und einen guten Bankberater, dann kann man das nutzen. Überall Steckdosen hier an der Seite. Das ist das Nachtschränkchen übrigens. Ein Blick auf das Bett hier drauf. Auch hier alle Auflagen sind so Hotel-like. Und hier ja, hast du überall nochmal Schubladen. Die sind echt, die kommen richtig groß raus. Und übrigens, Samsung ist dein Freund hier auf dem Schiff. Alles Einbauten von Samsung, die du hier drin hast. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir hatten eben ein Badezimmer mal gesehen. Das war durchgehend. Also konntest du einmal durchgehen. Hier ist es dann geschlossen. Du hast das erste Mal ein Bidet. Schau mal. Ein Bidet? Ein Bidet, ja. Okay. Eine Waschgelegenheit für den Intimbereich, wie man so sagt. Oder eine Popodusche, wie die Leute von Morelo das gerne mal sagen. Ja, das haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Aber es gibt ja Fans davon. Ja, absolut. Warum nicht? Also in manchen Ländern ist es Pflicht. Da gibt es also hier kein Klo ohne BD. Es sind nur die Deutschen, die trockenes Toilettenpapier verwenden und sich wundern. Gut, anderes Thema, wenn du mal gerade in die Dusche gehst. Wundern, warum es hinten juckt. Ja. Gab es übrigens eine Werbekampagne in Deutschland. Wenn's juckt, geht zum Arzt oder sowas, ja. Du von der Disco warst. Guck mal hier, das Regendusche. Hier passen drei Normsandras rein. ich eigentlich so komplett einmal breit machen. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Also hier von den... Das gefällt mir richtig gut. Schön. So, und alles zufälligerweise auf Maß gefertigt, sodass du hier natürlich nicht anstößt. Und du hast ja Bumper mit drin. Spaltmaße sind erhaben. Du hast ja hier auch keine Vibration, keine große Bewegung. Alles ist Echtglas und Echtholz. Wieder große Schubladen. Sehr schön. Das warst du? Nee. Ich glaube, wir kriegen Besuch, mein Schatz. Moralisch. Wir sind jetzt quasi zusammen jetzt im Bad gewesen. Das mein Schatz bezog sich auf dessen für die Eigner, die wir gerade gespielt haben. Ich glaube, wir bekommen Besuch, mein Schatz. Die Kinder sind von dem Oberdeck runtergekommen. Die Enkel sind da, ja. So, wir gehen mal schnell rüber. Komm mal mit. Dass wir das haben. Und hier großer Kleiderschrank. Echt schade, dass meine Frau nicht dabei ist, ganz ehrlich. Ja, das ist echt toll. Oder auf der anderen Seite ganz gut. Weißt du warum? Dann bekomme ich auch keine Zielanweisung, wie ich jetzt das ganze Haus umzubauen habe, ja, weil ich kann mir vorstellen, dass die einen oder anderen sich auch hier hinbegeben, um vielleicht die Einrichtung ihres Hauses neu, oder? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja designmäßig auf dem neuesten Stand, beziehungsweise einfach zeitlos, ne? Wie du schon gesagt hast. Die Designs hier sind einfach zeitlos. Also ich glaube, du hast da sehr lange dran. Es ist einfach Luxus pur. Und ganz ehrlich, viele
kaufen sich auch mal nach 10, 20 Jahren einfach mal ein neues Schiff. Das ist vielleicht sogar schon abgeschrieben. Wenn du das ja auch gewerblich benutzt, dann kannst du ja auch abschreiben. Das ist ja das Coole. Und das dann anschließend auch vermietest. So, wir gehen mal raus, dann könnt ihr rein. Wir tauschen schnell die Positionen. Hallo? Sind wir im Fernsehen schon wieder? Ist das schön hier? Das ist auf jeden Fall schön hier. So, ich darf mal ganz kurz zeigen, wenn man hier drin steht, was hat man für ein Feeling, für ein Raumgefühl? Du bist ja jetzt das erste Mal hier drin. In der Tat sind das erste Mal hier drin. Ja, das ist also ganz wohliges Hotelzimmeratmosphäre, also ganz warm und herzlich. Bist du hier aus der Gegend oder kommst du aus dem Norden? Aus Dortmund. Aus Dortmund, das liegt hier in Nordrhein-Westfalen. Das liegt ja 50 Kilometer von hier. Ja, ich komme aus Frankreich, deswegen frage ich. Sag mal, hier die Boot mit den Kids, ja. Ich habe ja selber einen 10-jährigen Sohn, ja. Ist das spannend, hier durchzugehen? Ja. Ist das gut? Ja. Warum ist das so toll? Weil man hier halt neue Boote entdeckt und man sieht auch mal, was so in den Booten drin ist. Und wenn ich mal fragen darf, wie du heißt mit Vornamen? Emil. Und du bist ungefähr wie alt? 8. 8. Ist Wahnsinn. Also gerade mit Kindern ist, glaube ich, auch Sportboote der absolute Hammer, oder? Also seit den ersten 10 Metern in der ersten Halle ist alles außer Kontrolle hier. Meine Frage, wenn du jetzt hier in Halle 6 bist, es gibt ja noch 20 andere Hallen. Ja, wie gehst du denn damit um? Brauchst du die ganze Woche hier eigentlich, oder? Eigentlich schon. Wir sind auch das erste Mal auf der Boot und deswegen fürs nächste Jahr wissen wir, dass wir anders vorbereitet herkommen. Ja, das heißt, ihr bucht ein Hotelzimmer. Ja, genau. Tschüss euch beiden, gell? Tschüss, Dankeschön, ciao. Boah, die waren ja nett, muss ich ja sagen. So, wir gehen mal kurz hoch. Wir haben alles jetzt hier geschaut und dann gehen wir auf... Ja, das Flydeck haben wir gezeigt, glaube ich. Ne, im Flydeck waren wir noch gar nicht. Kinder, wir haben 56 Minuten, aber ich glaube, jede Minute war wichtig hier, oder? Auf jeden Fall. Also. So, jetzt gehen wir auf das Flydeck, das ist hier vorne und da könnt ihr euch dran erinnern, vor einer Stunde waren wir hier. In Echtzeit drehen wir. Da, ne? Und wir gehen aufs Flydeck drauf. Das wird sich uns jetzt eröffnen und da bin ich ja mal gespannt, Sandra, auf deinen ersten Eindruck. Wir haben jedes Schiff, was wir gesehen haben, vorher nicht besucht. Du bist mein Zeuge. Ich leg mich direkt mal hin. Eine Saarländerin. Bist du im Saarland geboren eigentlich? Ja. Wo denn? In Saarbrücken ist sie geboren. Und sie liegt jetzt hier und ist hier oben drauf. Und wenn du das sehen könntest, wie das aussieht. Du bist für dieses Schiff geboren. Dieses Schiff ist quasi eine Einheit mit dir. Dieses graue GFK, was an der Seite drauf ist. Wenn du du musst dieses Schiff kaufen. Ja, oder jemand muss es mir schenken. So, öffentlicher Aufruf, wenn ihr noch, ich habe keine Preisliste von dem Schiff gesehen, ja, bisher. Wenn ihr vielleicht noch so, ich denke mal auch so um die 9 Millionen. Wahrscheinlich, ja. Also wenn ihr noch 9 Millionen übrig habt und sagt hier, die Sandra wäre dann im Preis mit dabei, für 9 Millionen? Ja, für 9 Millionen würde ich hier auf dem Schiff wohnen. Gott, würdest du das machen? Sandra plus 3 Katzen. Würdest du dann auch eine Webcam aufhängen, dass die Leute sagen können, also ich sag mal jetzt nichts Schmuddeliges, sondern einfach die 3 Katzen und du? Genau. Würdest du machen. Lifestyle auf dem Boot und hier siehst du auch nochmal die riesen Sitzgruppe mit drin. Setz dich mal bitte in die Ecke, dann filme ich nochmal hier von der Ecke, dass man den Tisch nochmal sieht mit der Sandra. Und da sieht man auch nochmal, das ist jetzt gemein mit dem Weitwinkel, das sieht halt alles groß aus, aber es ist auch groß, oder? Ja, und es ist auch wieder alles Massivholz. Echt cool, echt hübsch gemacht. Und hier ist auch nochmal eine ganz andere Welt. Hier sieht es so ein bisschen spacig aus, ne? Mit der Theke. Und unten war es eher so rustikal, gemütlich und hier so ein bisschen spaciger. Ja, du hast ja ein Cabrio-Dach. Du hast ja einmal hier die Möglichkeit, die Markise auszufahren. Die ist jetzt halbdurchlässig, wie du siehst. Da kommt noch ein bisschen Tageslicht durch. Dann hast du hier oben Lautsprecher eingebaut. Dieses Boot war auch schon im Einsatz, ist ja auch hierher gekommen auf dem Wasserweg und fest eingelassen hier diese Barhocker hier mit drin. Und vorne hast du dann auch nochmal einen Sitz. Aber wenn du jetzt mal hier zurückblickst und mal hier nochmal dieses Spacige siehst, wie du hier da bist, dann sprechen wir ja hier schon über eine große saarländische Normterrasse, oder? Ja, auf jeden Fall eine ordentliche Terrasse. Ich habe gar keine. Du hast gar keine. Das müssen wir ändern. Wir müssen dich zum Star machen und dann können wir hier Tagessätze verlangen von 10.000 Euro für dich. Komm mal mit. Die kleine Sitzgelegenheit dann hier vorne. Was natürlich schön zu sehen ist, ist hier, du hast hier vorne dann nochmal Glasscheiben, dass du auch ja nicht runterfällst. Ja, aber die fallen gar nicht auf, oder? Ach, das ist ja gar kein Sitzsack, das ist ja fest.
Geh mal rein. Also wer sich da mit leicht betrunkenem Kopf drauf wirft, der hat Spaß. Ich habe echt gedacht, das sind so weiche Sitze, aber ist cool. Genau, wenn du mal kurz hier das mal wegnimmst, das Kissen. Ich setze mich da mal drauf. Also das ist der Sitzsack, der keiner ist. So, und das ist ergonomisch geformt. Und man sitzt aber super bequem hier drauf. Boah, ist sogar hier mit Rückenunterstützung. Also das ist... Habe ich auch noch nicht gesehen, so. Ist wahrscheinlich im Preis dabei. Also darüber kann man dann reden, ja. Meinst du, die sind fest? Nee. Nee, kann man bewegen. So, hier sind wir auf der Yacht, die Boot in Düsseldorf. Das Flydeck hier, wirklich alles spacey. Guck mal hier, mit GFK kannst du natürlich solche Formen realisieren von diesem Bett, was hier oben drauf ist. Und hast natürlich die Möglichkeit auch total schwingende organische Formen zu erzeugen. Hier ist nichts eckig, alles ist angepasst. Jedes Boot, jedes Schiff hat eine etwas andere Form, wie man sieht. Und wir gehen mal ein bisschen nach vorne. Da ist nochmal ein Steuerstand auf der Seite. Natürlich darf auch nicht fehlen, neben dem Steuerstand dann nochmal 2 Sofas mit dabei. Und hier siehst du auch, das Ganze ist so hell. Natürlich, diese Bildschirme müssen ja so hell sein, denn es ist ja jetzt hier relativ dunkel. Aber wenn du, geh ruhig mal an das Lenkrad ran, weil bei später, mein Schatz, musst du ja steuern. Ja, also ich hätte schon Lust, die mal in Fahrt zu erleben. Also ich habe mal meine Frau gefragt, die Marlene, würdest du ein Wohnmobil fahren? Die hat gesagt, auf gar keinen Fall, niemals. Ja? Und was da witzig ist, ich glaube, die wird hier, wenn die auf dem Meer wäre und die könnte mal steuern, die wird das sofort machen. Du auch, oder? Auf jeden Fall, ja. Ist, denke ich mal, schon ein cooles Erlebnis. So, let's go hier hin. Ich gehe mal auf die Seite, schau dir zu und sehe natürlich, wie du dich hier wohlfühlst, hier oben auf dem Flydeck. Flydeck übrigens, weil man hier von dem Schiff nichts mehr sieht, von der Seite hier. Du bist schon schwer am Fummeln, was machst du gerade? Ach, ich drücke einfach mal ein paar Knöpfchen und hoffe, dass ich nichts kaputt mache. So, ich hoffe, dass du niemals im Cockpit von der Boeing A330 bist, auf dem Weg nach Mallorca. Ich drücke mal ein paar Knöpfchen und guck mal, was passiert. Ja, würde auf jeden Fall in den Medien landen. So, hier sieht man, alles sind simulierte Daten. Du kannst hier ein Touchscreen, mach mal größer, gucken, ob das geht. Oder mal nach Griechenland. Nach Griechenland gehen wir mal rein und ja, dann kannst du da drauf tippen. Ja, da jetzt nicht, das wird wohl nicht gehen. Place Waypoint, da wird er wohl sagen, es geht. Das heißt, du würdest jetzt mit Vollgas aufs Land fahren. Mhm. Das ist ein Spaß. Na hopp. Build Route. Okay. Ach, guck mal, du stehst da oben, siehst du? Start, mach mal Start. Add Waypoint vom List. Und ja, Mensch. Ich glaube, allein dafür braucht man eine eigene Schule. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Weil guck mal, und jetzt Start. Und vielleicht kann man dann damit auch dann Autopilot fahren, oder? Bestimmt. Hier Emergency Stop. Hier hast du Starter für die ganzen Maschinen, die hier mit drin sind. Die sind nochmal extra abgesichert, damit man da wahrscheinlich nicht aus Versehen mal drauf drückt, ne? Mhm, so wie du. Oder hier die Ankerketten, die haben auch nochmal eine Sicherung mit drin. Die sind natürlich alle gezogen, dass da ja keiner draufklickt und die Ankerkette fällt runter. Hier das Bugstrahlruder, was ist ACR? Keine Ahnung. Es ist drückbar, aber nicht drehen. Also du kannst es hier so drücken, aber nicht drehen. So, liebe Bootsleute, ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass wir hier vollkommen unbedarft an so einen Steuerstand rangehen. Aber ich finde es witzig, dass wir dieses Boot einfach mal erkunden. Wir werden uns aber von den Spezialisten hier von Princess einfach mal erläutern lassen, was das Ganze soll. Guck mal hier, oben kannst du, das ist jetzt hochgestellt, siehst du? Das ist ja hier so ein großes Cabrio-Dach, eine Jalousie. Und das kannst du dann stufenlos dann bis zumachen. Und das sind jeweils hier Dichtungen mit drauf, sodass es also auch nicht reinregnen kann, wenn es regnet. Das heißt, du musst hier gar nichts groß einziehen, du kannst es einfach hochziehen. Stark. Regnet es denn überhaupt dort, wo man solche Yachten hat? Ich hoffe doch sehr, weil Regen ist ja wichtig für diese Umwelt. War das die Antwort? Die war okay. Also ich habe ja gesehen, du hast ja gesehen, Haiti, Bahamas, also die Welt hat ja mehr zu bieten als, ich sag mal nur,
wie nennt man das am Staatstheater, unser Liegeplatz unter der Brücke, da wird das Ding gar nicht durchpassen, nehme ich an, von der Höhe. Nee, es gibt an der Saar, es gibt ja da am Silo diesen Platz für Boote, aber das sind kleine Hausboote, das ist, keine Ahnung, ein Drittel von dem von hier oder keine Ahnung. So, wir haben es euch gezeigt, also das ist die Sitzgruppe, dann hat man ja ein leichtes Hüngerchen schon mal, so nachmittags, wenn man richtig schön essen geht und dann wird gegrillt und hier haben wir einen Grill drunter, sei mal so lieb, ich kann es leider nicht öffnen. Sandra wird Mal rüber. uns diesen Grill anheben und da haben wir schon erfahren, das ist eigentlich immer gleich. Hier diesmal ein Doppelgrill mit drin und drunter natürlich für die Scampis dann auch sofort entsprechend die Schublade für deine tiefgefrorenen Scampis, die du dann gleich auf den Grill schmeißen kannst. Das Ganze von Vitrifrigo, einem Spitzenhersteller aus Italien. War da ein Spiegel eigentlich da drin? Ja, es ist eine spiegelnde Oberfläche. Damit du von der Seite auf dein Grill gut gucken kannst, ohne dass du... Nein, da kannst du von beiden Seiten gucken. Das ist viel einfacher. Guck mal, wenn du hier so drauf guckst, ja, ist doch viel besser, wenn ich jetzt hier so... wird's warm und so weiter und so. Und so kann ich mein Grill gut schön schauen. Kannst du gucken, ob Steak von jeder Seite schon fertig ist. Dran ist. So, überall Kühlschränke. Auch hier mal bitte öffnen, dass wir da mal kurz drauf schauen. Hier rein. Da sind wir. Und Schränkchen. Und... ja, da nochmal ein Kühlschrank mit drin. Ein kleiner Vitrifrigo. Eiswürfel. Eiswürfel. Eiswürfel werden da zubereitet. Vollautomatisch. So, wir gehen mal runter. Das ist nochmal eine Tür, die kannst du natürlich schließen, damit das Wasser da nicht durchkommt, aber damit auch niemand versehentlich auch mal abstürzen könnte, damit dann auch nichts passiert, was du hier mit drauf hast. Und wir gehen runter, werden uns wirklich mit großer Freude jetzt mal der Preisliste widmen, dass sie hoffentlich hier irgendwo liegt. Das werden wir gleich mal fragen. Denn bisher waren in den jeweiligen Schiffen auch jeweils Preislisten mit drin, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Müssen wir gerade mal schauen. So, der Concierge, der kommt hier immer mit. Müssen wir mal schauen. Üblicherweise sind die Preislisten hier immer in diesen Schubladen drin. Mach mal bitte auf. Vielleicht haben wir Glück. Ne, da ist nichts. Die wollen den Preis nicht verraten. Ne, kann sein, dass diesmal ist es kostenfrei. Wer sich zuerst meldet. Ich schau mal, hier auch noch Schubladen. Nee, wir fragen mal. Komm, wir fragen mal da vorne den Erstbesten, den wir sehen. Dass wir, oder die Erstbeste, wo wir hier die Preisliste finden. Von diesem schönen Boot, diesem Schiff. Und dann schauen wir mal. Hier gehen wir durch. Gleich mal die Leute mal ganz kurz abfangen, wo wir hier sind, dass wir das sehen. Und gleich zeige ich euch, ich habe die Dusche gefunden übrigens. Die Dusche? Die draußen, ja. Die hast du schon gesehen vorher, Ja. oder? Warte, ich will die Leute gar nicht zeigen. Ja, manchmal eigene Sachen. Ne, eine ganz kurze Frage, die Preisliste, wo finden wir die? Die Preisliste, die da müsste- müssten Sie ganz kurz einen Informationsstand Da habt ihr die mal Preisliste. nachfragen. Okay, Genau. super. Weil normalerweise liegt sie immer aus, hier habe ich keine gefunden. Gut, macht nichts. Vielen Dank. Da ist die Dusche, das werden wir euch mal zeigen, wie es da ist. Und hier ist das tolle Boot. 1 Stunde und 7 Minuten. Ja, das braucht man aber. Wenn man hier so ein Schiff filmen möchte, braucht man ein bisschen Zeit. Die Y85 von Princess, crafted in Plymouth, England. 26,2 Meter, die sich lohnen. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank dir. Fazit hier von der Messe, 2. Tag. Immer noch beeindruckend. Aber wie soll man hier nicht beeindruckt sein, oder? Das stimmt. Also jedes Schiff toppt nochmal das andere irgendwie. Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television, ganz wichtig. Wir haben, ohne Witz, ich glaube 9, irgendwas sagt YouTube, haben wir an Zuschauern, aber nur 3% Abonnenten. Also wir gerade mal, ich glaube 330, 320.000 nur. Drückt auf den Abo-Knopf, guckt nach, denn nur so können wir auch in Zukunft kostenfrei diese Filme machen. Und ich glaube, das ist schon spannend, was wir zeigen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also abonnieren. Abonnieren. Tschüss, danke.